Mein Name ist Irina Karamarkovic. Ich bin grundsätzlich Künstlerin, Aktivistin, Wissenschaftlerin. Künstlerisch bewege ich mich in den Bereichen Gesang, also Musik, im Generellen Performance, Theater, Multimedia und Literatur. Ich bin auch Gesangspädagogin und ich bin jemand, der sich wissenschaftlich sehr gerne beschäftigt mit Arbeits- und Produktionsbedingungen und Zugang zum Arbeitsmarkt für freischaffende Künstlerinnen und Künstler in der österreichischen Popularmusikszene. Ich bin Aktivistin. Ich bin Vorsitzende des Migrantinnenbeirates, das mache ich ehrenamtlich. Da beschäftige ich mich sehr mit der politischen Partizipation der Drittstaatsangehörigen in Österreich. Und ich bin auch eine der Obfrauen des Women's Action Forums. Und da ist mein Anliegen die feministische Entwicklungspolitik. Ich bin auch Mutter, Freundin und jemand, der jeden Tag irgendwas Neues lernt. Also ich kam nach Österreich Ende 1997 als Bildungsmigrantin. Ich wollte unbedingt an der Jazzabteilung der damaligen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, heute ist es KUG, Kunstuniversität Graz, studieren, weil Österreich die älteste und beste Jazzabteilung Europas hatte und hat. Damals müssten wir nicht die Studiengebühren zahlen, die hätte ich mir auch nicht leisten können. Und ich bin eine überzeugte Europäerin. Ich wollte unbedingt in Europa bleiben und nicht nach Amerika ziehen. Und ich wusste, es wird noch ein Krieg kommen. Also ich rede über den letzten jugoslawischen Krieg in Kosovo. Und ich wollte halt auch nicht sehr, sehr weit weg sein von meiner Familie im Falle von wie auch immer. Und dann habe ich angefangen, Jobs zu suchen. Ich habe mir gedacht, vielleicht Teilzeit. Andererseits glaube ich nicht, dass diese Teilzeitarbeit so eine ideale Lösung für Frauen ist, aber auch das Künstlerinnentum ist es nicht, weil unsere Pensionen werden so ganz, ganz mickrig ausschauen. Aber das ist nicht nur ein Job so für mich, das, was ich mache. Es ist mehr eine Berufung. Also es ist für mich so, also ich mache es nicht nur fürs Geld, sondern ich mache es, weil ich das machen muss. Das ist so wie, wenn man auf die Toilette gehen muss. So durch das, dass ich selbst sehr viel Bildung habe, es bedeutet mir sehr viel. Also ich habe schon bevor mein Sohn geboren wurde, habe ich mir dann überlegt, in welche Bildungseinrichtungen werde ich jetzt so den Typen da einschreiben. Ja. Für meine Eltern war das auch sehr, sehr wichtig. Die sind auch sehr gut ausgebildet und auch so meine ganze Familie. Und wir haben das gelebt, dass wenn man einfach gebildet ist, dann kann man sich einen Weg für sich schaffen. Also man hat ganz andere Möglichkeiten, wenn man gebildet ist. Es gibt ja halt auch so die Sachen, die ich nicht lernen mag, weil man kann ja halt so nicht alles. Es ist sehr wichtig auch zu sagen, aha, da liegt meine Expertise, so das kann ich sehr gut und das ist nicht wirklich meins. Ich würde jetzt, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Also ich habe oft Kontakt mit den Menschen, die sehr viel Diskriminierung und Rassismus erfahren, auch am Arbeitsplatz. Wir haben sehr große Schwierigkeiten mit im Ausland erworbenen Qualifizierungen. Das ist wirklich grottenschlecht, so wie das jetzt abläuft. Ich kann es nicht anders sagen, so es ist ewig. Es zieht sich ewig. Ich verstehe nicht, warum das so sein muss. Also einerseits sagen wir haben Arbeitskräftemangel, andererseits sind wir nicht imstande, so das zu verschnellern oder das zu verbessern, so diese Prozesse. Die Menschen mit Migrationsgeschichte, so die bringen nicht nur Probleme. Da gibt es sehr viele qualifizierte Menschen, mehrsprachige Menschen. Es ist wichtig zu verstehen, Mehrsprachigkeit ist ein Reichtum, es ist kein Problem. Ja? Sehr, sehr wichtig.
sowas würde ich den Menschen raten, sich ein Land zu suchen, wirklich, also mit einem guten Antirassismus-Report. Ich würde Ihnen raten, sodass Sie sich nicht so mit dem Kleinen zufrieden machen. Dass Sie, wenn Sie eine Ausbildung haben oder wenn Sie mehr wissen, dass Sie, egal wie müde die sind in dem Kampf, dass Sie einfach so dafür weiterkämpfen. Dass die nicht in der Resignation landen und Unzufriedenheit, sondern dass Sie sich engagieren auch und für ihre Rechte einstehen.